Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Gravelbike Tour. Heute bin ich wieder alleine unterwegs, habe mich jetzt auf den Weg gemacht zum Fluss. Boah, da ist jetzt ein Fisch gesprungen. Da ist gerade einfach ein Fisch sicher 30 cm aus dem Wasser rausgesprungen. Heftig. Naja, Vorführeffekt. Macht er jetzt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Heute ist Montag. Heute hat es eigentlich schön gemeldet, ja, so sonnig und 19 Grad. Und aktuell zeigt er auch 19 Grad an, aber ich glaube, das stimmt nicht genau. Es ist komplett bedeckt. Ja, so einen dramatischen Effekt hat es gerade. Ich zeige euch mal den Fluss. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Ja, und ich habe heute ein bisschen früher Feierabend gemacht, um einfach mal den Tag noch zu genießen, weil morgen meldet ja Regen und dann gehen die Temperaturen wieder schön langsam runter. Das heißt, jetzt mache ich mal eine Runde mit dem Gravelbike Rose Backroad. Habe keine Tour zusammengestellt. Ich werde jetzt einfach spontano irgendwo hinfahren. Grob werde ich den Alm entlang fahren. Da gibt es einen schönen Almuferweg hier rechts lang. Ich werde jetzt 10 Kilometer in diese Richtung fahren ungefähr. Und ja, und dann werde ich umdrehen, einen Loop machen und wieder retour kommen. Ja, mal sehen. Das ist sehr viel Gravel und sehr viele Wurzeln. Meistens auch ein bisschen trailmäßig und so. Aber ich lege jetzt einfach mal los. Und heute werde ich auch noch ein paar schöne Bilder machen für Instagram, falls ihr mich noch nicht auf Instagram folgt. Link ist unten in der Beschreibung, auch dort abonnieren bitte, dann seht ihr auch die tollen Bilder aus der wunderschönen Natur mit dem Rose Backroad und so weiter. Ja, und ich weiß nicht, was sagt ihr zu meiner Jacke? Ich finde die Farbe wunderschön. Diese Jacke habe ich von Sirocco bekommen. Die haben mich ganz gut für den Winter ausgestattet mit Base Layer, mit Bib-Short, Thermohose, mit dieser Jacke eben. Ich finde die Farbe einfach wunderschön, passend zum Herbst und ja, deswegen freue ich mich schon auf ein paar tolle Bilder. Falls ihr mal bei Sirocco durchstöbern möchtet, der Link ist unten in der Beschreibung. Ich kann euch jetzt natürlich noch nicht sagen, wie die Qualität ist. Ich habe noch keine Langzeiterfahrung, aber die Jacke, Trikot, sitzt alles sehr gut, fühlt sich alles ganz gut an. Base Layer ist auch 100% aus Merino. Diese Thermohose eben sitzt auch schön eng. Sehr viele Taschen hier, Tasche hier auf der Brust, hinten Rückentaschen und so weiter. So sieht's aus. Ich mache jetzt weiter da lang. Mal sehen, was uns heute erwartet und freue mich schon auf schöne Herbstfarben. Let's go! Ja Leute, ich bin jetzt in den Wald reingekracht. Das ist der Almuferweg, ein wunderschöner Weg. Falls ihr hier aus der Nähe seid, Almuferweg googeln und einfach mal diesen Weg komplett abfahren. Dieser Weg erstreckt sich über, ich schätze mal ungefähr 50 Kilometer von Almsee bis Lambach. Dort mündet dieser Fluss dann in den Traun. Auf jeden Fall ein sehr schöner Radweg. Auch zum Spazieren wirklich, wirklich zu empfehlen. Dann fährt man oft links vom Fluss entlang, dann mal von rechts vom Fluss entlang. Dann ist man auch ein bisschen weiter entfernt vom Fluss, dann wieder ganz dicht dabei. Und ja, einfach mal googeln, Almuferweg von Almsee bis Lambach bzw. bis Bad Wimsbach. Habe es jetzt nicht genau im Kopf. Da könnt ihr auf jeden Fall einen erholsamen Tag verbringen mit dem Fahrrad oder wie gesagt zu Fuß. Ihr seht, wunderschön. Vor allem jetzt im Herbst. Im Sommer ist es
auch schön, aber auch im Herbst. Es ist einfach zu jeder Jahreszeit schön, Leute. Let's go. Ich habe die WTB Riddler Reifen jetzt wieder drauf gemacht in 44 mm Breite mit mehr Stollen und ja, weniger Luftdruck. Dieser Reifen fährt sich natürlich jetzt besser auf solchen Wegen. Das macht jetzt wieder mehr Bock. Let's go! Was für ein schöner Anstieg. Schaut euch mal die Straße an. Einfach mal eine 7% Anstieg, aber sehr schön, weil es einfach schön aussieht durch die ganzen Blätter. Alter, das gibt's doch gar nicht. Einfach mal so am Land mit dem Fahrrad beim roten Ampel stehen bleiben. Fahrt man rechts vorbei. So ein Bullshit. So, weiter geht's. Jetzt bin ich in Forchdorf.
Habe gerade 14 Kilometer am Tacho. Jetzt geht es wieder zurück. Jetzt ein bisschen Bundesstraße und dann geht es wieder voll in den Wald rein. Let's go. Das waren jetzt 60 km/h mit Winterreifen. So, jetzt kommt ein Anstieg. Let's go. Ja Leute, was geht? Habe jetzt den Anstieg gemeistert. War nicht so schlimm. Bin dann hier rechts abgebogen. Hier geht es in den Wald rein. Das ist ungefähr ja, so 5 Kilometer Waldabschnitt. 4-5 Kilometer. Geht es hier jetzt durch den Wald auf Gravel. Ja, und dann geht es wieder auf eine asphaltierte Nebenstraße weiter bis nach Hause. Ich habe jetzt aktuell knapp 16 Kilometer auf dem Tacho mit einem 21er Schnitt. Ja, wie gesagt, ich habe meine WTB Riddler Reifen wieder drauf montiert, die ursprünglich auf dem Backroad drauf waren, als ich den gekauft habe. Und ja, ich habe jetzt noch, wie gesagt, 10 Kilometer ungefähr, werde am Ende bei 25 Kilometer landen. Heute wollte ich einfach nur mal rausfahren, eine kleine Runde drehen, meine neue Radbekleidung testen und die WTB-Reifen nochmal fahren, bevor viel Abstand dazwischen ist, zwischen den Specialized Pathfinder, was ich vorher drauf gehabt habe. Einfach, dass ich den Unterschied ein bisschen besser spüre. Und den Fazit gibt es dann am Ende der Tour. Das heißt, ich krach hier jetzt in den Wald rein, baller hier durch Gravel, werde jetzt auch nicht wirklich stehen bleiben, um Fotos zu schießen, weil jetzt ist schon richtig dunkel geworden. Da macht sowieso keinen Sinn, Fotos zu machen. Ja, das heißt, ich baller jetzt hier durch nach Hause. Dann gibt es mal ein Fazit zu meinem neuen Outfit und zu den WTB Gravel Reifen. Ja, dann sehen wir uns bald am Ende der Tour. Ich knall mir jetzt noch einen Riegel rein. Ja, Mandel, Dattel, Mandel. Keine Ahnung, schmeckt nicht so schlecht. Dann haue ich mir noch rein und dann geht's weiter. Auf geht's. Jawohl. Let's gravel.
Leute, das ist ein grober Gravel jetzt. Ist echt nicht schön zum Fahren. Ich spüre schon meine Handgelenke, bin gerade mal 1-2 Kilometer gefahren, also nicht mal 2 Kilometer eigentlich. Müsste dann Luftdruck noch ein bisschen weniger machen, aber habe gerade keinen Bock, dass ich stehen bleibe. Ich fahre jetzt einfach weiter. A wonderful gravelway, man. This is wonderful. Bin nicht weit entfernt von zu Hause, aber es fühlt sich doch wieder an, als ob ich irgendwo im Nirgendwo komplett alleine unterwegs wäre. Meine Hand fällt gleich ab. Weiter geht's. Normalerweise fahre ich immer auf der rechten Seite vom Wald. Jetzt bin ich heute zum ersten Mal auf der linken Seite unterwegs. Aber ich glaube, jetzt kreuzen sich sowieso die Wege. Ja, genau. Da kreuzen sich die Wege. Normalerweise komme ich von da immer. Yay. Wie schön das aussieht mit den Blättern. Wonderful day. Mega schön. Let's go. Es hat schon Vorteile, wenn man bei Kälte Fahrrad fährt. Man hat die ganzen Straßenwege einfach für sich allein. Einfach herrlich. Das ist ein feiner Gravel, Leute. Da fährt sich's gut. Aber das, was vorhin, das waren schon große Steine. Das war nicht so schön zu fahren. Aber hier jetzt,
butterweich. So, das letzte Waldstück. Ich hoffe, es läuft kein Reh raus. Alter, das wär's noch. So, let's go. Die Stimmung ist einfach mega. Einfach mal eine andere Stimmung. Ein bisschen Nebel, bedeckter Himmel, aber doch ein bisschen Sonne auf der rechten Seite. Ja. Schön angenehm zu fahren. Welcome home. Bin fast zu Hause. Ich melde mich dann gleich wieder zum Fazit. Mit meinem Fazit. Ja Leute, was geht? Ich bin jetzt zu Hause angekommen, die Tour ist beendet. Hatte so Glück gehabt, ich bin gerade in die Garage reingefahren und dann hat es angefangen zu regnen. Wirklich Glück gehabt. Auf jeden Fall Leute, jetzt zu meinem Fazit. Ich habe ja schon im Video erwähnt, übrigens ich muss mich entschuldigen wegen dem Flimmern hier. Es hängt irgendwie mit der Lichtfrequenz und mit der Bitrate zusammen, aber ich habe alle Bitraten probiert, aber das wird nicht besser. Dafür versuche ich jetzt das Ganze etwas kurz zu halten, bevor ihr irgendwelche Augenschmerzen oder sowas bekommt. Auf jeden Fall, ich habe ja im Video schon erwähnt, dass ich die WTB-Reifen wieder drauf gemacht habe. Die waren ursprünglich auf dem Backroad drauf. Bin damit, glaube ich, 500 Kilometer gefahren und dann habe ich die umgetauscht gegen Specialized Pathfinder. Das sind die hier gewesen. Die haben 700 x 38 C. Die habe ich genommen gehabt, weil die in der Mitte glatt sind und links, rechts trotzdem ein bisschen Profil haben. Habe ich aus dem Grund genommen, weil ich einfach sehr viel auf Asphalt gefahren bin und wenn ich geradeaus fahre auf dem Asphalt, dass er einfach glatt ist und besser rollt. So, jetzt ist aber, als ich von WTB auf die Pathfinder gegangen bin, konnte ich nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Habe die Pathfinder aber drauf gelassen, bin damit auch ungefähr 500 Kilometer gefahren und ja, jetzt hatte ich ein Problem. Nach der Tschechei-Reise habe ich das Problem gehabt, dass hinten der Luftdruck immer weniger geworden ist. Und ich dachte, ich habe ein kleines Loch im Schlauch. Wo ich den Schlauch rausgenommen habe, habe ich bemerkt, es lag nicht am Schlauch, sondern am Ventil. Nicht da, wo man das Luft ablässt, sondern darunter ist eine kleine Schraube und die war locker. Und da habe ich ganz leicht Luft verloren. Ja. Es lag nicht am Schlauch, aber trotzdem habe ich den Schlauch abmontiert gehabt. Und jetzt dachte ich mir, haue ich gleich wieder die WTB-Reifen drauf. Es kommt sowieso Winter. Und die haben mehr Profil in der Mitte, ihr seht's. Ja, und links, rechts auch größere Stollen. Das sind übrigens 44er Reifen. Die habe ich dann raufgeschmissen und wollte jetzt heute natürlich eine schnelle Runde machen, um einfach den Unterschied zu sehen, ja, besser zu spüren. Und ich muss sagen, Leute, ich spüre keinen Unterschied. Ich werde euch auch 2 Fotos einblenden, wo ich die 2 Reifen gewogen habe, Pathfinder und WTB, und die sind beide gleich schwer.
obwohl die breiter sind und mehr Stollen hat, sind es gleich schwer. Ich bin damit jetzt genauso meine 38 km/h gefahren oder so, wenn es geradeaus ging, wenn es gepasst hat. Kommen wir auch zu den Daten. Ihr seht, ich bin 1 Stunde und 11 Minuten gefahren, bin 25 Kilometer gefahren und hatte einen Schnitt von 21,4. Maximalgeschwindigkeit lag bei 60 km/h, 184 Höhenmeter habe ich gemacht. Ihr seht, das sind eigentlich so die üblichen Daten, was ich mit dem anderen Reifen auch gehabt habe. Und ich habe nicht mehr Kraft aufgewendet. Also gefühlt bin ich gleich gefahren. Finde ich jetzt das Ganze ein bisschen überbewertet, dass wenn der Reifen schmäler ist, dass man besser rollt. Diese Reifen sind schmäler gewesen, die Pathfinder. Und ich bin sie mit mehr Luftdruck gefahren. Ich bin die Pathfinder mit 5,5 Bar gefahren ungefähr. Und die bin ich jetzt gefahren mit 3,5 Bar. Also ja, komforttechnisch waren die jetzt natürlich besser als die Pathfinder. Naja, das zu den Reifen. Also ich spüre und merke keinen Unterschied. Dann kommen wir zu meinem Outfit. Wie gesagt, ich habe dieses Outfit von Sirocco bekommen. Die haben mich schön ausgestattet mit Winterbekleidung, was ich auch brauchen werde, weil ich will im Winter mein Fahrrad nicht abstellen. Diese Jacke hat mich jetzt warm gehalten. Es lässt keinen Wind durch. Genauso diese Thermohose. Da ging schon ein bisschen Wind durch, aber also ganz wenig. Man spürt, dass das auch windabweisend ist, aber ein bisschen was geht durch. So minimal, also dass mir nicht kalt geworden ist. Also mir war nicht kalt. Es war wirklich heute sehr angenehm zu fahren mit dieser Radbekleidung. Und ja, danke an Sirocco an dieser Stelle. Und wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr den Link. Wenn ihr mit dem Link einsteigt, kommt ihr auf die Sirocco Homepage. Und da bekommt ihr dann minus 10% auf alle Artikel. Ihr unterstützt mich und bekommt diese Kleidung und alles Mögliche von Sirocco um 10% günstiger. Ja, wie gesagt, wenn ich mehr Erfahrungen damit sammle, mir irgendwas negativ auffallen sollte, dann werdet ihr es in den nächsten Videos erfahren. Das war jetzt mein erster Eindruck und ja, die war positiv. Genug geredet, ich hoffe, eure Augen sind nicht kaputt. Ich beende auch schon das Video und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schmeißt es in den Kommentaren und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao.